Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Lenovo ThinkPad und zwar ein P14 Gen 4 oder Generation 4. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die Modellnummer findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die Modellbezeichnung findet man hier ziemlich einfach auf der Rückseite. Und ja, also mit dieser Modellnummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass es das in zwei Varianten gibt. Und zwar kommt das Display einmal als OLED-Variante. In dem Fall, wenn man das tauschen muss, hier zum Beispiel, das ist ja kaputt. In dem Fall kommt das mit der kompletten Einheit, also inklusive Deckel und allem drum und dran. Wenn man die normale Version des Displays hat und das tauschen muss, muss man den Frontrahmen hier vorne lösen und kommt dann so an das Display ran. Da muss man dann eben schauen, welche Variante man da hat. Bei der Tastatur ist es so, die kann man relativ einfach lösen, nämlich direkt von oben. Und zwar muss man dafür auf der Rückseite diese beiden Schrauben lockern. Und die bleiben auch im Gehäuse, also nicht wundern, die löst man nur, die bleiben aber hier drin. Und wenn man die gelockert hat, dann kann man die Tastatur nämlich einfach hier nach hinten schieben. Genau so. Und dann sieht man, wie hier vorne schon die Nasen rauskommen. Und dann kann man die so einfach aus dem Gerät nehmen. Man muss hier natürlich noch die beiden Kabel lösen. Und da ist es auch so, dass den Kippschalter, das heißt, man kann das Kabel hier nicht einfach rausziehen. Man klappt den erst nach oben hin auf. Kommt schon. Das war jetzt schwer, aber ja, sieht man hier, glaube ich, ganz gut. Und dann kann man das Kabel hier rausziehen, mit dem natürlich genauso. Und beim Wiederverbinden sind so ein paar kleine Sachen zu beachten. Zum einen sollte man drauf schauen, dass das Kabel hier auch wieder richtig drin sitzt bis zum Anschlag und dann einfach wieder zuklappen. Und zum anderen, wenn man die Tastatur einlegt, dann wird die auch quasi hier nochmal gehalten. Und da muss man schauen, dass die dann eben einfach da richtig sitzt. Das spürt man dann hier, ob die da wieder quasi einrastet. Jetzt sitzt sie zum Beispiel richtig und dann wird sie nach unten gezogen. Einfach in die Richtung wieder zurück. Bis das auch hier vorne wieder richtig bündig ist und hier eben auch keine Luft mehr drunter ist. Und ja, also ziemlich einfach die Tastatur zu tauschen bei dem Modell. Das Touchpad kann man hier übrigens auch einzeln tauschen. Dafür muss man dann aber die Bodenplatte abnehmen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man alle Schrauben lockern, die hier um das Gerät herumlaufen. Das sind in dem Fall die drei hier oben, die zwei an der Seite und eben auch die zwei von der Tastatur. Das heißt, alle lockern, wie schon bei der Tastatur gezeigt. Die bleiben im Gehäuse, werden also wirklich nur gelöst. Und dann kann man anfangen, die Unterseite wegzuhebeln. Das sind übrigens ganz normale Kreuzschrauben. Und ich benutze hier generell für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Und ja, da ist alles dabei, was man so gebrauchen kann. Ob das jetzt hier eine ganze Reihe von Öffnern sind, Pinzetten oder eben auch ein komplettes Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen.
die ich mir jetzt da schon mal zurechtgelegt habe. Und im Fall von den Kreuzschrauben kann man da als Aufsatz einfach ein PH0 benutzen. Wenn man dann alle Schrauben gelöst hat, kann man hier ziemlich gut sehen, wo die Verbindung zwischen Unterseite und Gerät verläuft. Auch hier vorne. Und dann ja, versuche ich im Grunde genommen mit einem der Öffner aus dem Werkzeugset hier eine Öffnung zu schaffen. Ich fange da auf der Rückseite an, da die Vorderseite hier vorne so ein bisschen drunter sitzt. Die ist da so ein bisschen eingerastet, also nicht von der Seite anfangen, sondern von der Rückseite. Und dann versuche ich hier im Grunde genommen eine kleine Lücke zu schaffen und die Unterseite dann nach oben zu hebeln. Da ist es so, das kann tatsächlich sehr, sehr laut knacken. Das ist eben, wenn sich die Einraststellen lösen. Das ist in dem Fall dann aber auch normal. Da macht man jetzt nichts kaputt. Und dann arbeitet man sich so im Grunde genommen einmal um das Gerät herum. Falls das jetzt irgendwo mal richtig schwer geht, dann kann man auch einfach an einer anderen Stelle anfangen. Also kann man zum Beispiel auch versuchen, ob es hier besser geht. In dem Fall war das jetzt auch so. Und dann sieht man hier, da kann man meistens dann schon mit den Fingern dazwischen und das mit ein bisschen Wippen und Lockern abhebeln. Ansonsten macht man hier auf der Seite eben auch weiter in der gleichen Technik. Und wie gesagt, hier unten ist sie eingehängt. Das heißt, man kann dann die Unterseite einfach rausnehmen. Da sieht man auch die Einraststellen hier. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Bevor wir da jetzt aber irgendetwas weiteres dran machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes mal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und in dem Fall ist der Akku hier auch direkt auf dem Mainboard aufgesteckt. Das heißt, wir bauen den auch gleich aus, nehmen dafür diese Schrauben hier raus. Und sobald man die eben alle draußen hat, kann man den Akku nach oben hin hier einfach aus dem Gerät nehmen und so eben auch von der Verbindung hier trennen und ist damit auf der sicheren Seite und ja, kann den Akku so aber natürlich auch tauschen. Gut, was wir hier noch sehen können ist, dass der RAM bei diesem Modell hier aufgelötet ist. Der sitzt hier. Das gleiche Modell gibt es allerdings auch mit einem Mainboard, wo man den RAM tauschen kann. Der ist dann auch hier an der Stelle. Da muss man aber dann tatsächlich die Bodenplatte aufmachen und nachschauen, welches Modell man da hat. Dann ja, sehen wir hier drüben die SSD, die ist hier unter einer Abdeckung. Dann hätte hier noch Platz, ja, ein LTE-Modul oder vielleicht ist da auch eins verbaut. Das WLAN-Modul ist hier oben auch aufgelötet mit den beiden Antennen. Dann sehen wir hier noch den Lüfter und den Heatsink. Und hier drunter wäre oder ist das Touchpad. Und ja, wie gesagt, das kann man auch einzeln tauschen. Das ist hier, es ist super verklebt. Das heißt, das muss man hier vorsichtig abziehen. Und dann kommt man hier an die Schrauben dran. Auch da sind nochmal Schrauben. Und auch hier unten drunter ist eine Schraube. Und wenn ich das richtig sehe, sind auch hier drunter Schrauben. Und das heißt in dem Fall, dass man hier tatsächlich das komplette Mainboard abnehmen muss, um an das Touchpad ranzukommen. Und ja, eine weitere Besonderheit ist eben natürlich auch die Kabel hier. Die funktionieren eben genauso, wie ich das vorhin bei der Tastatur gezeigt habe. Das sind Kippschalter, das heißt, den klappt man zuerst nach oben. Da braucht man echt Kraft bei dem Gerät, die sind ordentlich zu. Und dann kann man das Kabel hier rausziehen. Das klebt auch ein bisschen hier drauf. Und das gleiche Spiel eben auch beim Wiederverbinden. Schauen, dass das richtig drin steckt.
bevor man den wieder umklappt. Und ja, also in dem Fall tatsächlich sehr, sehr aufwendig, wenn man das Touchpad mal tauschen sollen müsste. So, wie gesagt, der RAM bei dem Modell ist hier unten aufgelötet. Sollte man hier ein Modell haben, wo man den RAM tauschen kann, dann sind die eigentlich immer in der gleichen Art und Weise verbaut. Und zwar ist dann hier der Slot und da sind an der Seite 2 silberne Klammern und die muss man so ein bisschen nach außen ziehen und kann dann den RAM rausziehen. Funktioniert ähnlich wie bei der SSD, die ich gleich zeige. Und beim Wiederverbinden ist es auch so, der passt nur in eine Richtung, also der passt eben, der geht gar nicht in der falschen Richtung einzubauen. Er kommt dann zurück in den Slot, so oder so, das weiß ich jetzt halt nicht genau. Wird nach unten gedrückt, bis diese beiden silbernen Klammern hier wieder einrasten. Also mega einfach. Und ja, die SSD, die ist auch super einfach. Die wird nur von einer Schraube hier hinten gehalten. Und sobald man die raus hat, kann man hier die Hülle anheben und abziehen. Da ist hier ein Kühlstreifen drunter, der kann manchmal ein bisschen kleben. Also keine Angst, wenn das nicht gleich sofort ganz locker sitzt. Und die SSD hier unten drunter kann man dann eben auch so ganz leicht nach oben hebeln. Nicht zu weit, dass es bricht, aber gerade so weit, dass man sie hier aus dem Slot ziehen kann. Und da kann man sehen, dass hier auch nochmal ein Kühlstreifen ist. Deswegen, also hier ein bisschen vorsichtig. Die muss zwar nach oben gehebelt werden, aber nicht so weit, dass man sie hier abbricht. Und beim Wiederverbinden, genau wie beim RAM, die würde jetzt so überhaupt gar nicht hier reinpassen. Das heißt, die kommt dann einfach zurück in den Slot bis ganz zum Anschlag. Dann wieder nach unten, merkt man auch, dass die dann hier wieder drauf sitzt. Dann muss man nur die Hülle wieder drüber machen. Auch die sitzt sofort an der richtigen Stelle. Und dann ja, einfach wieder verschrauben. Beim Lüfter ist es hier so, den kann man nur zusammen mit dem Heatsink tauschen. Den gibt es also nicht einzeln. Ist aber jetzt hier tatsächlich auch kein Problem. Man muss die Schrauben vom Heatsink, das sind die hier, rausnehmen. Und auch der Lüfter selber ist nochmal verschraubt. Und dann kann man hier sehen, da läuft das Kabel zum Mainboard. Das wird zu der Seite rausgezogen. Und die Kabel, ja, die sind hier relativ dünn. Ich würde da eher versuchen, dann quasi hier am Stecker selber das Ganze zu lösen. Und dann ist der hier noch ein bisschen durchgefädelt, dass das Kabel nicht bricht. Und dann kann man den Lüfter samt Heatsink nach oben aus dem Gerät nehmen und so tauschen. Da muss man halt schauen, dass die Kühlpaste noch gut ist, beziehungsweise halt neue Kühlpaste verwenden. Und ja, beim Stecker ist es so, also falls der mal nicht markiert ist, wie jetzt in dem Fall, kann man sich aber merken, dass hier Kontakte zu sehen sind und die zeigen in dem Fall nach unten. Ich weiß nicht, ob man das hier so gut sehen kann. Da sind die Kontakte, aber im Normalfall sind die eben auch auf der Oberseite markiert. Und dann fädelt man den hier so gerade ein kleines bisschen wieder ein und dann kommt der zurück. Auch da einfach schauen, dass der Stecker richtig drin sitzt und ja, einfach nicht vergessen. Also das ist eigentlich das Wichtigste, dass das Laptop danach auch wieder anspringt. Der Akkueinbau ist super einfach, weil die Verbindung hier den Akku quasi schon direkt in die richtige Position bringt. Das heißt, wenn man den hier drauf drückt, dann sitzt der hier auch direkt schon wieder richtig auf den Gewinden und muss nur wieder verschraubt werden. Die Unterseite, wie eingangs schon erwähnt, wird jetzt eben auf der Vorderseite erstmal hier so ein bisschen eingehakt. Und wenn hier alle Nasen drunter sind, kann man die nach unten hin festdrücken. Und dann ja, schaue ich auch wirklich noch einmal um das Gerät herum, dass da wirklich keine offenen Stellen mehr sind, dass das überall zu ist. Und dann, ja, Schrauben sind ja schon im Gehäuse.
muss man das eigentlich nur noch wieder verschrauben und hat das ratzfatz erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.